Hallo zusammen und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute ist ein ganz besonderer Tag, weil es das erste Mal sein wird, dass ich ein Video auf Deutsch aufnehmen werde. Und zwar, heute werde ich dir erzählen, wie ich diese Sprache gelernt habe, natürlich auf Deutsch. Vergiss nicht, dass es hier unten Untertitel gibt. Für die von euch, die mich noch nicht kennen, ich bin Pedro, ich komme ursprünglich aus Spanien, ich bin 100% Spanier, bin 21 Jahre alt, fast 22 schon und spreche insgesamt 9 Sprachen. Erstens muss ich zugeben, dass Deutsch die erste Sprache war, die ich mir selber beigebracht habe. Natürlich habe ich Englisch wie alle in der Schule gelernt, aber Deutsch war die erste Sprache, die ich entschlossen habe, die ich lernen wollte. Deswegen ist das immer ein bisschen besonders für mich, wenn ich auf Deutsch und über Deutsch reden muss. Heute erfahrt ihr, wie ich das alles gemacht habe und wie ich an diese Stelle gekommen bin. Fangen wir mal an. So, ich habe gesagt, dass Deutsch die erste Sprache war, die ich lernen wollte, die ich richtig lernen wollte. Keiner hat mich dazu gezwungen, diese Sprache zu lernen. Deswegen sage ich das. Das wird sich ein bisschen schockierend anhören, aber die Wirklichkeit ist, dass ich keinen Grund hatte, um diese Sprache zu lernen. Ja, ich hatte keinen Grund. Normalerweise sagen alle Polyglotten, die man einen Grund haben muss, um eine Sprache zu lernen. Und ja, es kann richtig sein, aber in meinem Fall hatte ich keine Ahnung, warum ich Deutsch lernen wollte. Aber das war erst am Anfang. Im Laufe der Zeit habe ich verstanden, dass diese Sprache wirklich reich war und dass ich sie wirklich lernen wollte. Tatsächlich, an dem Moment lernte ich Französisch an der Schule und ich hatte wirklich keinen Bock darauf. Ich wollte kein Französisch mehr lernen und die Wirklichkeit war, dass ich Deutsch lernen wollte. Und so habe ich damit angefangen. Ich habe mit Duolingo angefangen. Ja, mit Duolingo. Ich habe Deutsch deswegen entdeckt, dass ich Duolingo benutzt habe. Das war vielleicht 2017, 2018. Ich erinnere mich, dass das tatsächlich auch das erste Mal, dass ich in Deutschland war und auch in Österreich. Ich habe sehr gute Erinnerungen, weil an dem Moment wusste ich fast nichts und ich konnte kaum kommunizieren, was ich wollte. Aber ich habe das ein bisschen versucht und das erste Mal, dass ich überhaupt was auf Deutsch gesagt habe im Leben, war in Wien. Ich erinnere mich ganz genau, dass ich mir etwas holen wollte. Ich hatte Hunger und ich habe das auf Deutsch gemacht. Ich habe versucht, das auf Deutsch zu machen. Und die Kellnerin hat natürlich auf Deutsch geantwortet. Und sie hat gesagt, 4,40 € bitte. Ich habe das verstanden. Ich fühlte mich so gut, dass ich mir gesagt habe, ich muss diese Sprache lernen. Mir war total egal, ob ich Französisch oder irgendeine Sprache in der Schule hatte. Ich wollte tatsächlich Deutsch lernen. Wie gesagt, am Anfang lernte ich nur mit Duolingo und tatsächlich hatte ich keine Ahnung, wie man überhaupt eine Sprache lernen soll. Ich habe viele Methoden probiert. Ich habe versucht, mich ein bisschen früher aufzustehen. Ich habe mich sehr intensiv damit beschäftigt, wie man überhaupt eine Sprache lernt. Und im Laufe der Zeit habe ich endlich verstanden, wie das am besten für mich funktionierte. Und zwar, ich habe angefangen, mit Muttersprachlern zu reden. Ja, ich habe mir eine App runtergeladen und ich habe versucht, Muttersprachler zu finden, mit denen ich auf Deutsch reden konnte. Solche Apps wie Tandem oder HelloTalk, wo man Muttersprachler finden kann. Und warum war das der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das funktioniert und so will ich weitermachen. Ich konnte nur die Basics und ich konnte fast nichts sagen, aber ich habe gelernt, wie die Muttersprachler das gesagt haben und ich habe das wieder benutzt, wenn ich mit jemandem anderen angefangen habe zu reden. Und das war der Schlüssel. Wirklich. Ich habe angefangen zu merken, wie die Muttersprachler unter sich reden. Es hat Spaß gemacht und ich muss zugeben, dass ich vielleicht circa 1 Stunde oder 2 Stunden pro Tag verbracht habe. Und tatsächlich habe ich vieles gelernt. Und nicht nur gelernt, ich habe sehr nette Menschen kennengelernt, die später Freunde geworden sind. Aber an dem Moment, alle Kanäle, alle Contents, die ich mir bisher angeschaut hatte, waren auf anderen Sprachen und nicht auf Deutsch. Deswegen habe ich angefangen, den Easy German Podcast zu hören. Und seitdem war alles anders. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie kompliziert das am Anfang war, weil vielleicht habe ich nur circa 40% verstanden. Aber dadurch, dass ich auch jeden Tag mit Leuten auf Tandem schreiben sollte, habe ich
wirklich Deutsch in meinem Leben genutzt. Und im Laufe der Zeit hat das sich verbessert. Ich habe auch mit dem Podcast weitergemacht und es war nicht nur der Podcast, ich habe es wirklich geliebt. Die Stimmung und die gute Laune, die mir immer dieser Podcast gebracht hat. Ich habe es wirklich geliebt. Ich erinnere mich, dass jeder Spaziergang mit meinem Hund bedeutete Deutsch. Deutsch mit meinen deutschen Freunden, mit denen ich ständig kommunizierte, auf Tandem, WhatsApp und Deutsch auch in dem Sinne, dass ich fast jedes Mal den Easy German Podcast gehört habe. Wirklich habe ich ständig diese Sprache benutzt, vielleicht eine Stunde, 1,5 Stunde, daher kommen die Resultate. Aber mein Niveau war an dem Moment vielleicht B1, B2, ich hatte keinen starken Akzent, also ich hatte einen ausgeprägten spanischen Akzent vielleicht. Das R konnte ich nicht so wirklich gut aussprechen. Aber ich habe einfach damit weitergemacht. Der Easy German Podcast war mir nie zu viel und ich habe das ständig gehört. Aber ich habe angefangen, auch andere Contents zu sehen. Und zwar einige YouTube-Kanäle, die nicht für Deutschlernende waren, sondern für Deutsche. Also, es war wirklich kompliziert am Anfang. Jedes Mal, dass man etwas Neues macht, ist das ein bisschen kompliziert. Aber im Großen und Ganzen kann man nicht sagen, dass es unmöglich ist. Ich habe tatsächlich angefangen, die YouTube-Kanäle Tomato Legs und Leroy Wills Wissen zu gucken. Ich habe nur diese zwei Kanäle geschaut. Wirklich. Nur zwei reicht. Und das ist ein Beispiel, wie man das machen muss, wenn man schon ein gutes Niveau hat, aber man will weitermachen. Und außerdem habe ich auch angefangen, auf Deutsch zu telefonieren. Ja, ich habe geschrieben, danach, wenn ich mich getraut habe, habe ich angefangen, Audionachrichten zu schicken. Und wie gesagt, jedes Mal mit dem Hund war das Spaziergang und Nachrichten auf Deutsch. Etwas musste ich auf Deutsch machen. Ich habe das wirklich mit Deutsch verbunden. Und im Laufe der Zeit habe ich nicht nur Audios geschickt, das ist vielleicht der erste Schritt, sondern ich habe angefangen zu telefonieren. In der Quarantäne habe ich wirklich fast den ganzen Tag auf Deutsch verbracht. Kein Englisch, kein Spanisch, fast nur Deutsch. Ich erinnere mich, ich spielte Formel 1 mit dem Rad, PlayStation 4. Und ich war die ganze Zeit mit meinen Kopfhörern und ich hörte mir etwas auf Deutsch die ganze Zeit. Ich habe auch ziemlich oft mit meinen deutschen Freunden telefoniert, aber ja, so muss man eine Sprache lernen, wenn man schon ein gutes Niveau erreicht hat. Sonst kriegt man nichts hin. Man muss andere Sachen machen, die man bisher nicht gemacht hat, weil sonst bleiben wir in der Komfortzone und das müssen wir nicht. Es ist ziemlich traurig, dass momentan habe ich fast keine Verbindungen mit Deutsch mehr und dass ich ein bisschen den Kontakt verloren habe mit dieser schönen Sprache. Aber ab und zu habe ich einige Erfahrungen, die mir immer dazu bringen und die mich immer erinnern, dass diese Sprache ein wichtiger Teil von mir geworden ist. Und zwar das letzte Mal, dass ich in Deutschland war, nicht das letzte Mal, das vorletzte Mal. Ich habe mich wirklich wie zu Hause gefühlt. Ich war gerade eben in Deutschland angekommen und ich erinnere mich, dass ich gesehen habe, das erste, was ich gesehen habe, dass der Zug verspätet war. Das ist normal. Das ist Deutschland, oder? Und wirklich, ich habe alles auf Deutsch behandelt. Ich habe, ich habe mir was bestellt im Restaurant, alles auf Deutsch. Und in diesem Moment habe ich gesagt, ich fühle mich wohl mit dem, was ich gemacht habe. Mein Niveau ist gut und gut genug, um solche Sachen zu machen. Wirklich das Zugehörigkeitsgefühl, das ich hatte, war super, super gut. Ich erinnere mich auch, dass wenn ich in der Schweiz war, ich musste mir eine SIM-Karte kaufen und ich habe den ganzen Prozess auf Deutsch gemacht. Solche physische Erinnerungen bleiben immer fest im Gehirn. Ich muss auch meinen Interrail-Trip erwähnen, weil ich einige Leute kennengelernt habe, mit denen ich ständig geschrieben hatte für Jahre. Hier ist ein Bild davon, meine Freundin Lara und ich. Und an diesem Moment habe ich mich wirklich wohl gefühlt. Ich habe alles auf Deutsch machen können und ich hatte das Gefühl, dass ich schon ein Teil davon war.
Und wie gesagt, das ist das, was ich bekommen will, wenn ich eine neue Sprache lerne. Und ich erinnere mich immer noch daran, wenn ich darüber nachdenke. Deswegen muss man solche Erinnerungen suchen und solche Erfahrungen suchen, beziehungsweise, weil das bleibt. Ich war auch auf einem Konzert von einem deutschsprachigen Sänger und das war auch eine super Erfahrung. Ich hatte so viele Lieder gehört und ich war da. Ich war ein Teil davon. Das ist das, was wir erreichen müssen, wenn wir eine Sprache lernen. Deswegen vergiss nicht, dass eine Sprache zu lernen ist kompliziert. Man braucht seine Zeit. Alle haben seinen Weg. Ich hatte meinen Weg. Wie man oft sagt, deutsche Sprache, schwere Sprache. Das ist wahr. Auch in meinem Fall. Aber ich muss zugeben, dass es sich wirklich gelohnt hat, diese Sprache zu lernen. Es gibt kein Talent, sondern Arbeit, wie dieser Sänger sagte von dem Konzert. Talent ist nur Übung und Übung macht den Meister. Und so ist es. Ich werde immer dankbar dafür sein, dass ich diese Sprache gelernt habe, weil ich habe ein anderes Gefühl vom Leben. Ich empfinde alles anders. Und es hat mir die Tür geöffnet, nicht nur zu anderen Sprachen, sondern zu einer anderen Welt. Und das war alles für heute. Ich hoffe, dass meine Geschichte euch inspiriert hat. Sprachen zu lernen ist immer wert und ich werde nie aufhören, das zu sagen. Und wie gesagt, ich hoffe, dass das Video euch gefallen hat. Vielen Dank und wir sehen uns bald. Tschüss.